Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alte Schule. Hier bekommt ihr die Interviews mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und für die heutige Folge habe ich Rundstrecken- und Rallye-Haudegen Jürgen Barth getroffen. Da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut, denn Jürgen, den habe ich vor vielleicht 16 oder 17 Jahren das erste Mal am Nürburgring kennengelernt. Damals war er noch Porsche Motorsportchef und ist als Gastfahrer ein Youngtimer-Rennen mitgefahren. Natürlich mit einem Porsche, ich glaube es war ein 2,5 ST, also was ganz Besonderes, was ganz Seltenes und Teures. Und da ist mir das erste Mal der Unterschied zwischen Amateur und Profi bewusst geworden. Jürgen hat nämlich während des Qualifyings im Fahrerlager auf einem Campingstuhl entspannt und die aufgeregten Amateure ein bisschen rumspielen lassen. Und als der Wagenbesitzer sich dann genug ausgetobt hatte, ist er eben mal die schnellste Runde gefahren. Also das war dann auch die einzige gezeitete Runde von ihm, um am nächsten Tag dann gemütlich das Rennen von vorne beginnen zu können. Beim Aussteigen nach dem Training gab es dann noch ein paar kurze Kommentare zu Reifen und Fahrwerk und dann ist er nach einem Kaffee trinken gegangen. So, am nächsten Tag ist er als Erster gestartet und hat nach der Hälfte das Auto auf Position 1 übergeben. Dann hat er sich wieder in seinen Campingstuhl in der Boxengasse gefläzt und während ich mit ihm so ein bisschen gesprochen habe, hat er seinen Porsche auf der Start- und Zielgeraden am Sound erkannt und leicht gestöhnt. Und dann sage ich, du Jürgen, was ist? Und dann sagt er sinngemäß, das war gerade unser Wagen und wenn ich höre, wo der schon bremst, gewinnen wir hier keinen Blumentopf. Kurze Zeit später, ich stand immer noch mit ihm, hat er sich dann seinen Rennoverall zugemacht und dann meinte ich, du, was hast du denn jetzt vor? Da zeigt er nach oben und sagt, du, das fängt an zu regnen. Gleich kommt der Besitzer raus und sagt, dass ich weiterfahren soll, weil es ihm auf der Nordschleife zu nass und zu gefährlich ist. Und genau so war es. Das hat keine 5 Minuten gedauert, da kam der Besitzer raus und gesagt, Jürgen, fahr du weiter. Da hat er sich so ganz theatralisch den Helm aufgesetzt, sich ins Auto bequemt und ein Auto nach dem anderen überholt. So was Ähnliches habe ich auch schon mal mit Walter Röhrl erlebt und da sieht man, dass Profis aus einem ganz anderen Holz geschnitzt sind. Übrigens kann Jürgen Barth nicht nur unterhaltsam erzählen, sondern ist auch ein begnadeter Koch, der sogar sein eigenes Kochbuch rausgebracht hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge Alte Schule mit Jürgen Barth. Herzlich willkommen, Jürgen Barth. Guten Morgen. Danke, dass ich bei dir sein darf. Jürgen, du hast so viele Stellen im Motorsport erlebt, bist so viele Rennen gefahren und du hast es ja tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen durch deinen Vater Edgar Barth. Ein bekannter Rennfahrer. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie deine erste Begegnung mit dem Motorsport war. Ja gut, ich fing ziemlich früh schon an, weil als kleiner Junge fuhr mein Vater die Motorradrennen und Automobilrennen in der Ostzone, in der DDR. Und das fuhr mit einem eigengemachten Motorrad nach dem Krieg und dann mit einer BMW und einer Norton. Und gleichzeitig fuhr auch mit EMW, mit diesem Eisenacher Motorenwerke Rennteam. Wurde da mehrmaliger deutscher Meister auf dem Auto und aber auch auf dem Motorrad. Also gesamtdeutscher Meister noch vor dem Krieg? Ja. Ja, nee, nach dem Krieg. Achso, nach dem Krieg, ja, okay. Nach dem Krieg. Jedenfalls, weil ja nach dem Krieg die DDR das kommunistische Deutschland war. Genau. Jedenfalls wurde ich ganz früh schon mitgenommen, eigentlich in die Wiege gelegt. Und als ich so laufen konnte, da wurde mir dann immer so ein Zettel um den Hals gehängt, zu sagen, bitte hier, wenn verloren gegangen, bitte an der Box und so abgeben. Und da gibt es so schöne Bilder, wo ich dann so an den Ohren von meiner Mutti an der Rennstrecke weggezogen werde und so weiter. Das waren so die Anfänge, ja. Dann hat das Eisenacher Kollektiv aufgehört, Rennen zu fahren, weil der Ulbricht meinte, dass das nicht mit dem Sozialismus Motorsport zu tun hat und hat das Rennteam zugemacht. Daraufhin hat mein Vater Kontakte zu Porsche gehabt und mit Huschke von Hanstein damals durfte er dann mit Porsche fahren. Fuhr auch sein erstes Rennen am Nürburgring beim Grand Prix mit einem 550 Spyder. Gewann dieses Rennen auch noch, stand auf dem Podium und da wurde dann die falsche Hymne gespielt. Wir, meine Mutti und ich, wir waren in der DDR geblieben, weil wir jedes Mal, wenn mein Vater in den Westen musste, wurden uns die Pässe weggenommen, sodass wir nicht ausreisen konnten. Es war aber immer so ein KGB, wie sagt man, so ein Stasi dabei, der Vati, der da aufgepasst hat. Und der hat natürlich dann berichtet, Barth hat sich gefreut, als der auf dem Podium war und die falsche Hymne gespielt worden ist. Okay. Damit Info von Freunden aus der DDR, ja, nicht zurückkommen, bleib, wo du bist. Und ach, tatsächlich, der ist nach dem Rennen nicht zurückgekommen? Nee, der durfte nicht zurück, weil sonst wäre er sofort ins Gefängnis gekommen. Okay, weil jemand anders die falsche Hymne gespielt hat? Ja, genau das, ja. Okay. Und in der Zwischenzeit blieben wir dann natürlich in der Ostzone, meine Mutter und ich. Und ich habe mich dann nur als Kind gewundert, warum plötzlich diese Ehrengrenze weg waren.
Und dann gab es immer die Ausreden, ja, die sind mit der Wäscherei und dann war die Uhr weg, ja, die ist beim Uhrmacher und die Pokale wurden immer weniger. Da hat meine Mutti über 500 Pakete geschickt mit den ganzen Haushaltsgegenständen und das über Freunde verteilt, die dann alte Rennfahrer, die auch in den Westen noch fuhren. Und irgendwann im 30. November 1957 hieß es dann, komm, wir gehen. Wir haben das Licht brennen lassen im Haus, Fernsehen angehabt und dann sind wir Hintertür raus durch den Wald. Du warst dann haben wir 10 Jahre alt. 10 Jahre alt. Dann haben wir dreimal die Autos gewechselt und waren dann in Ostberlin. Und das war zu dem 30. November, Toten Sonntag. Da gab es wenige Kontrollen an den Grenzen und da sind wir dann in der U-Bahn rübergefahren nach Westberlin. Und da hieß es so von meiner Mutti, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier bleiben? Da habe ich gesagt, fantastisch, da brauche ich Montag nicht in die Schule zu gehen. was man so denkt. Ne? Ja. Und von dem Augenblick waren wir dann im Westen. Und dann auch mit 10 Jahren, davor war mein Vater ja schon dann bei Porsche angestellt, in der Presseabteilung unter Huschke von Hanstein. Und hat auch da schon ein bisschen Kundensport gemacht, was ich ja dann auch später gemacht habe. Hat so Fahrerlehrgänge gemacht und bei den Fahrerlehrgängen von der Scuderia Ranserat, da war ich dann auch dabei als 10-Jähriger und durfte dann mit seinem Carrera 2, was er damals hatte, in 356, die Spur vorführen, weil er mit den Schülern außen stand und ich musste dann die Ideallinie von außen zeigen. Mit 10 Jahren? Mit 10 Jahren. Und Carrera 2. Ja. Wenn man überlegt hat, was das Auto heute wert ist? Nicht nur das, sondern also ich habe dann schön die Ideallinie gezeigt und wo ich dann außer Sichtweite war, habe ich dann richtig Gas gegeben. Und so habe ich den Nürburgring eigentlich als Kind schon gut kennengelernt. Also mit 10 Jahren, das ist dann wie andere Kart fahren, bist du von 356er gefahren. Und so ist das dann weitergegangen? Und dann ist es weitergegangen. Leider, mein Vater ist sehr früh verstorben, 1963. Und ich habe auch 1963 dann angefangen, in Zuffenhausen eine Lehre zu machen bei Porsche. Eine Kraftfahrzeugschlosserlehre über 3,5 Jahre und dann anschließend direkt eine Kaufmannslehre und wurde da so als, wie soll man sagen, vom Huschke von Hanstein so als Ersatzsohn eingesetzt und damit war die Verbindung auch mit der Familie Porsche sehr eng, weil wo ich meine Lehre gemacht habe, der Wolfgang Porsche auch öfters in die Lehrwerkstatt kam und dann haben wir zusammen Motoren zerlegt und solche Sachen gemacht. Und damals war es eine schöne Sache, weil auch der Professor Porsche fast jede Woche in die Lehrwerkstatt kam. Und schaute, wie es uns ging und ob alles funktionierte und so weiter. Und das war so ein guter Zusammenhalt für eine Firma. Also ganz familiäres Unternehmen. Ja. Das hört man übrigens ganz oft bei älteren Mitarbeitern oder die Anfangszeit bei Porsche mitbekommen haben, dass es so familiär war, dass die Porsche selber immer sich um alle gekümmert haben, um die Lehrlinge. Absolut, das ging dann bei mir später auch, wo ich in der Presseabteilung gearbeitet und dann für die Rallyes zuständig war, die administrative Organisation des ganzen Motorsports gemacht habe. Also von Hotelbestellung bis Essensorganisation und so weiter an der Rennstrecke. Und dann wurdest du halt nach Afrika geschickt, um dem Sassada zu helfen, der in East Africa mit einem A11er fuhr. Und das Erste, wenn du zurückkamst, war Meeting beim Professor. Wie war's? Was gibt's Neues da unten? Aber so ist natürlich auch so ein bisschen die Qualitätssicherung vorangetrieben worden. Wahrscheinlich habt ihr dann auch erzählt, was kaputt gegangen ist und der hat dann gleich gesagt, das müssen wir absolut. Und da haben wir gute Beispiele, wo ich in den späteren Jahren mit dem Roland Kussmaul sind wir 924 in Afrika gefahren und da ist uns eine Transachselklemmung kaputt gegangen und nur 4 Wochen nachdem uns das kaputt gegangen ist, hat die Serie geändert. 4 Wochen? 4 Wochen. Ist das heute auch noch so? Oder brauchen die heute länger? Ich glaube, heute brauchen sie länger. Also das ist alles, außer so ein bisschen zufällig bist du dann wohl ganz zufällig nicht zum Motorsport gekommen. Du hast dann... Ich habe angefangen, das erste Rennen war 68 irgendwann, aber nicht im Rennen, sondern Rallye, weil ich ein bisschen mehr mit Rallye zu tun hatte. Und da fuhr ich die Lyon Charbonnière mit einem 356 von einem Freund von mir, der auch damals der Ex-Mechaniker von meinem Vati war im Werk. Okay. Und wir fuhren da die Rallye zusammen, wobei mir wurde es immer als Beifahrer schlecht, sodass ich am Ende selber das ganze Ding fuhr. Und der Peter damals immer nur laut geschrien hat, Jürgen, fahr nicht so schnell, du machst die Spikes kaputt. Und am Ende sind wir, glaube ich, irgendwo in den 25. Platz gewesen und in der Klasse Dritter, wo 5 911er drin waren. Und hat unheimlich Spaß gemacht, weil damals die Charbonnière noch eine große Veranstaltung war. Das sind ganz viele Rennen dabei, die du gefahren hast, die man heute gar nicht mehr kennt. Ne? Und die wahrscheinlich aus heutiger Sicht viel zu anstrengend sind für die heutigen Fahrer, die die Playstation gewohnt sind. Fangen wir an. Erstes Rundstreckenrennen war 1969 Hockenheim. Genau, da fuhr ich mit einem 911er von einem Freund auch, der Helmut Glocke aus Norddeutschland.
Und wir hatten einen Deal, dass ich sein Auto repariere. Und er hatte nicht nur den 11er, auch einen 910er. Und da habe ich immer dann die 2 Autos repariert für ihn. Und so als Bonbon durfte ich dann auch mal ein Rennen fahren. War das erfolgreich oder was das schon? Ja, aber gut, ich habe nicht gewonnen. Ich bin, glaube ich, 3. oder 4. geworden. Aber war okay. Und so hat dann irgendwann Porsche auch entdeckt, dass sie da ein Juwel in ihrer eigenen Ja gut, Werkstatt haben? dann gab es noch ein Rennen, wo ich mir dann selber ein Auto gekauft habe, ein altes Rallye-Auto, weil wir eine Einladung hatten vom Freiburg-Schauinsland Bergrennen. Da hatte der Stuck eine Einladung und ich hatte eine Einladung als Söhne von den Euro-Bergmeistern. Ich habe mir den 11er gekauft und habe dann gerichtet, weil der Motor kaputt hatte. Der Stuck hat ein Köpfchen BMW gestellt gekriegt. Jedenfalls Stuck flog raus. Ich wurde Dritter in meiner Klasse oder sowas und habe damit meinen ersten 11er gehabt. Und bist damit dann weitere Rennen gefahren noch? Oder? Und bin dann noch ein paar Rennen gefahren, aber nicht so viele. Und dann habe ich interessanterweise das Auto an Walter Röhrl verkauft, der damals noch nicht bekannt war und der damit dem Auto dann die Deutschland-Rallye da aufgerührt hat. Ach echt? Ist das jetzt noch ein bekanntes Auto? Oder gibt es das noch? Ja. Gibt es das Auto noch? Wird gerade ein Auto nachgebaut, in derselben Farbe und so weiter. Okay, das ist wirklich ein Zufall. Und hatte Walter Röhrl damals schon Kontakte zu Porsche? Das war einfach nur ein privates Interesse? Da hat sein Beifahrer das Auto für den Walter gekauft und die hatten dann, wie gesagt, einen Einsatz in der Deutschland-Rallye und da hat er ja alle versägt. Genau. Und da wurde dann groß und später fuhr der Walter bei uns mit einem 924, weil Mercedes den Vertrag gekündigt hatte kurzfristig. Und da sind wir eingesprungen mit einem 924 GTS und da fuhr dann Deutsche Rallye-Meister und Meisterschaft und da habe ich mit Roland Kussmaul haben wir zusammen den Service gemacht. Und dann später fuhren wir 2 in Le Mans mal mit dem 944 Turbo zusammen. Kommen wir nachher noch zu. Ja. Aber du bist ja immer wieder eingesprungen, ne? Mit deiner Rennfahrerlizenz und Rennoverall hast du an der Strecke gestanden und wenn ein Fahrer ausgefallen ist, dann hast du gesagt, da bin ich. Und bist dann vorne weggefahren. Wann waren die ersten Werkseinsätze für Porsche? War das Le Mans? Gut, interessanterweise der erste Werkseinsatz war 1977 Mugello, im Anfang des Jahres. Da fuhr ich mit einem 936, 936 Le Mans. 1976 mit dem Reinhold Jöst zusammen und das war ganz gut, wir lagen ziemlich vorne. Resultat, warum wir da fuhren, Jöst und ich, weil wir schon die Jahre vorher mit dem 98-3 und da sehr gute Erfolge erzielten in der Prototypenklasse und kannten uns da gut aus. Und da hat uns das Werk dann rübergeholt. Wir lagen in Führung in der 20. Stunde in Le Mans und dann ist leider beim Reinhold die Antriebswelle kaputt gegangen im Getriebe. War es zu Ende. Und dann der nächste Werkseinsatz war Mugello 77. Da habe ich dann den 935 zerstört, weil wir das erste Mal eine Servobremse probiert haben und da kam ich in die Boxe, kam in die Boxe, musste die Bremsbeläge gewechselt werden, fuhr aus der Boxe raus, kam dann so mit 300 auf die Spitzkehre zu hinten und hatte keine Bremse mehr. Hatte dann zum Glück so ein Fitzpatrick, der John mit einem Krämer-Auto, mit einem Krämer 935, der mich hinten drauf bin. Weil sonst wäre ich dann durch die Absperrung durchgegangen und da hätte ich wahrscheinlich einen Kopf kleiner gewesen jetzt. Mit 300 ist es den ganzen. Mit 300 jedenfalls. Böse Zungen haben gemeint, ich habe nicht gepumpt, wo ich aus dem Boxen rausgefahren bin. Ja, so ganz böse Zungen, weil durch diese neue Servobremse waren die Zylinder im Hauptbremszylinder hatten gefressen. Und da blieb das Ding hängen und ich habe angepumpt und da war Druck da, aber... Ich glaube dass es schwierig ist, dir zu sagen, du hast das falsch gemacht, weil du warst ja immer Techniker und Rennfahrer. Ja. Und ich glaube, das ist auch oftmals ein Vorteil, ne? Wenn man die Schwachpunkte der Autos noch besser kennt. Ja, ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil man nicht schnell genug ist. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Man denkt dann zu viel nach und fährt lieber nicht über die Randsteine, weil man lieber aufpasst, dass die Aufhängung nicht kaputt geht und so weiter. Was ganz wichtig war beim 908-3, den ich mit dem Reinhold Jöst sehr oft gefahren bin, zusammen im Team. Und das war so ein fragiles Auto, was damals der Herr Piech nur für ein Rennen gebaut hatte, für die Trager Floyer. Und dann sollte das Auto verschrottet werden hinterher. Und das nächste Trager Floyer gab es wieder ein neues Auto. Wir fuhren über 10 Jahre lang mit dem Auto und ich habe dann 1981 oder 80 habe ich dann die 1000 Kilometer Nürburgring mit dem 983 Turbo gewonnen. Aber das war auch so ein Auto, wo du aufpassen musstest und mitdenken musstest. Ganz dünner Rahmen, ne? Ganz dünner Rahmen, keinerlei Sicherheit. Dann hattest du den Tank rechts, den Öltank rechts, die Batterie rechts, der Fahrer saß rechts. Und in Linkskurven dann natürlich, wenn der Tank voll war, zum Beispiel beim Nürburgring,
durftest du nicht durchs Karussell durchfahren, sonst hat das Auto aufgesessen und hätte dir den Tank durchgescheuert. Also musstest du außenrum fahren und so Sachen musstest du halt mitdenken, was heutzutage nicht mehr der Fall ist, weil heute sitzen die hinein und geben nur noch Gas und dann hat sich das. Ja. Und die Elektronik macht den Rest. Ne? Genau. Aber wenn du sagst, es war ein Vorteil und ein Nachteil, weil du dir zu viel Gedanken ums Material gemacht hast, das hat dich ja doch prädestiniert immer so als Langstreckenfahrer. So Rallyefahrer, die ihre Autos kurzfristig über die Randsteine raspeln und dann kommen Leute wie du, die lange Rallyes fahren, die lange Rundstreckenrennen fahren, 1000 Kilometer Nürburgring, alles erfolgreich. Le Mans, wo du ja nicht umsonst 13 Mal hintereinander gefahren bist für Porsche oder mit Porsche. Was zeichnet das aus, noch einen guten Langstreckenfahrer? Ist das nur Material schon oder ist es dieser Teamgedanke? Ja gut, auf der einen Seite ist es Material schon, weil die damaligen Autos natürlich auch nicht vom Material wie die heutigen sind. Ne? Man muss schon aufpassen, man muss eine gewisse Konsistenz haben und einfach einen Durchhaltewillen haben, um zu sagen, so jetzt, ich will die Zielflagge sehen, selbst wenn das Auto nur auf 3 Rädern läuft oder sowas. Ja. Und man muss sich irgendwie wach halten. Ihr seid ja damals immer nur zu zweit gefahren. Ja gut, das war kein großes Problem, weil wir waren noch verhältnismäßig jung. Und dann, aber es gab noch kein Red Bull. Nee, Red Bull hat es gar nicht gegeben. Das gibt es heute immer noch nicht. sowas brauchen wir nicht. Was war deine Vorbereitung? Gab es da irgendwas kulinarisch oder hast du dich da, gab Sportärzte oder irgendwelche Leute, die euch gesagt haben, wie es am besten war? Wir haben dann in den 80er Jahren haben wir dann die ersten Sportärzte gekriegt, der Dr. Huber, der auch immer heute noch dabei ist, hat damals 80 oder 81 mit dem Walter Röhrl zum Beispiel, haben ja so ein EKG gemacht, über 24 Stunden. Und das war interessant, weil wir gesehen haben, bei mir immer um die 120 Puls rum, während des ganzen Rennens, ganz gleichmäßig. Und beim Walter Röhrl fiel halt auf, dass der am Ende der 100-Jahr-Geraden in Le Mans, wenn er runterbremsen musste von 300 oder sowas, immer auf 180 hinaufging. Aber nur kurz? Ja, nur kurz. Ja, nur kurz. Okay. Und das als Weltmeister damals, muss man sich vorstellen. Ja. Das war also die Anfangssachen mit den Doktoren. Was uns dann auch geholfen hat, gerade wo wir diese Extremrallye gefahren sind mit dem Roland Kusma, mit dem 924 in 1979, hat uns der Dr. Huber so intravenöses Essen mitgegeben. Was normalerweise eingespritzt wird, das haben wir aber getrunken. Ach so, okay. Weil bei 20.000 Kilometer in 14 Tagen kommst du aus deinem Sitz. Die Repco Rallye in Australien. Die Repco Rallye in Australien, wo es rings um Australien rumging. Kommst du ja nicht aus deinem Sitz raus. Und du hast dann immer so 15 Minuten vor Zeitkontrollen Zeit, wo du ein bisschen auch zumachen konntest. Und da hat es dann dieses intravenöse Essen uns unheimlich geholfen. Weil du hast zwar unterwegs von Zuschauern oder sowas so Steak-Sandwiches gekriegt, aber nach 3-4 Tagen Steak-Sandwiches, da kam dir schon aus den Ohren raus. Ja, liegt ja auch schwer im Magen dann wahrscheinlich. Ja, absolut, ne? Ja. Machen wir mal bei der Repco Rallye weiter, weil das ist eine Rallye, die es heute auch schon natürlich lange nicht mehr gibt. Ne? Australien ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo man sagt, es ist eine kurze Rundfahrt. Du hast es selber schon gesagt, das sind 20.000 Kilometer, die ihr gefahren seid, in 2 Wochen. Ja. Zu zweit. Jeder ist abwechselnd gefahren? Ja, wenig. Der Roland weniger, aber der Roland, bei mir wird es schlecht, wenn zu viele Kurven hat. Also Roland fuhr dann immer nur, wo es gerade Sachen gab. Ja. Und der Roland ist halt der ideale Beifahrer, weil der schläft hier nebendran, hat die Karte in der Hand, schläft und zeigt dann so aufs Ding drauf. Und vor jeder Kreuzung, 500 Meter vorher oder was auch einen Kilometer vorher, wacht er auf und sagt, hier, jetzt rechts. Wie geht das? Ja, ich weiß nicht, das hat er nie verraten. Und dann haben wir Sachen erlebt. Stellt sich schlafend wahrscheinlich. Ja, das ist so, der ist ganz gut. Also in dem Sinne ist der ideale Beifahrer. Jedenfalls fahren wir im Staub hinter einem her und wollen den überholen. Und plötzlich schreit der Roland, nimm das Gas weg, bremst und überholt nicht. Und so, was hat er denn jetzt? Und da war zum Glück, haben wir Gas weggenommen und gebremst. Und da kam ein Riesenbaum, der in der Mitte von der Straße stand. Den hätten wir voll getroffen. Und das hat er gesehen? Oder? Nee, das ist so Intuition, das zieht das hin. Und andermal plötzlich holt er einen Feuerlöscher, schmeißt den in den Fußraum rein bei sich, trampelt drauf rum. Habe ich gesagt, oh, jetzt hat ihn eine Mücke gestochen. Jetzt hat er ja genau. Trampelt drauf runter und dann versuche ich ganz leicht mit ihm da zu reden, ob alles gut ist. Und da schreit er mich an, dass ich zu schnell gefahren bin und dadurch jetzt ein Stein in den Fußraum reingekommen ist und mit dem Feuerlöscher hat es halt das Blech wieder hinausgedrückt. Ich finde es immer gut, wenn Beifahrer die Fahrer beschimpfen, dass sie zu schnell fahren. Ja. Das jedenfalls sind wir dann 4.000 Kilometer vor Schluss, glaube ich,
In den Snowy Mountains hat es uns überschlagen, weil wir keine Bremse mehr hatten. Und ich musste kurz vor Schluss, 4000 Kilometer. Ja, vor Schluss in die Wand reinfahren und Überschlag. Zum Glück standen da 2 Zuschauer, die haben uns dann wieder auf die Straße zurückgeholt. Schiefes Dach. Also Moment, ganz kurz. Die Bremse war weg? Bremsleitung gebrochen. Okay. Und das in den Bergen drin und hattest keine Chance mehr irgendwo zu bremsen. Also musstest du. Auf der einen Seite ging es runter? Auf der einen Seite ging es runter, an der Seite ein Erdwall. Okay. Und dann halt in den Erdwall rein und hoffen, dass er da anfängt zu bremsen. Und da halt überschlagen. Ich habe mir die Mittelhand noch gebrochen hier. Sieht man für die Narbe, ja. Schönes Andenken. Ja gut, was machen? Getaped und dann sind wir weitergefahren. Und kamen dann. Du bist weitergefahren? Ich bin weitergefahren. Ja, genau, mit dem schiefen Dach kamen wir nach Kearns. Und da hat uns dann eine Polizeistreife gesehen. Die haben gesagt, kommt, fahrt hinter uns her. Wir bringen euch zum Service schnellstmöglich. Jetzt fuhren die wie verrückt. Ich hatte aber keine Bremse mehr, nur die Handbremse. So. Jetzt wären wir hier 3-mal hinten drauf gefahren, weil dann am Ende haben wir das Auto wieder gerichtet und sind 9. Gesamt geworden in der Rallye und haben den ersten Klassensieg überhaupt für 9,24 gefahren. Nach Überschlag, 20.000 mit gebrochener Hand. Genau, alles. Und ohne Bremse. Ohne Bremse. Wieso ist die Wahl überhaupt auf 9,24 gefallen? Ist das ein optimales, austariertes Auto? Nee, das war damals die Zeit 9,24 und wir hatten im Hause gab es so die Richtung zu sagen, wir wollen nicht dem 911er gefährlich werden im Motorsport. Also haben wir, Roland und ich, haben wir angefangen, eine Entwicklung selber zu machen, aber, und das ist ganz wichtig, bei uns im Hause gab es immer so Übervater. Der Professor Fuhrmann, Vorstand, der Herr Pott, der Herr Falk. Die wussten alle von dem Thema und haben genickt, okay, ihr dürft das privat machen. Okay. Haben wir privat gemacht. Gab es ein bisschen Geld vom Werk? Nee, oder? Wir haben, oder Teile? Ich habe die Autos kaufen müssen, ja, aber Teile haben wir dann gekriegt, zum Beispiel, wo wir Monte Carlo 1979 fahren wollten, konnte man nicht mit einem Turbo fahren, weil die Produktionsstückzahl nicht erreicht worden ist. Jetzt mussten wir kurzfristig ummodeln von der Homologation her und mit einem Saugmotor fahren. Und da haben wir vom Werk dann einen Saugmotor gekriegt und das hat gut funktioniert. Und dann bei anderen Veranstaltungen wie Safari, da war natürlich der Herr Falk und so weiter, war immer dabei und hat Auge drauf gehabt. Und da entstand daraus, dass der 924 schon sportlich gut geeignet war. Und das Resultat war dann, dass daraus der 924 GT entstand, GTS und GTR. Den wir auch in Le Mans eingesetzt haben. Den wir dann in Le Mans gefahren sind oder mit dem Walter Röhrl in der Rallye gefahren sind. Und eigentlich eine gute Reihe war und der 924 damals zu seiner Zeit einer der meistverkauften Sportwagen der Welt war. Und du hast auch immer noch den Rallyewagen, ne? Ich habe die Rallye-Autos immer noch, ja. Die stehen in Sinsheim im Museum und da stehen sie ganz gut. Werden die hin wieder gefahren von dir? Oder? Nee, ich komme nicht dazu. Nur Dubletten? Leider. Du fährst ja die Histomonte, fährst du gleich mit dem Nachbau davon? Mit dem Nachbau fahren wir die, ja. Mit dem Nachbau von dem Schweizer Team und das ist ganz lustig, ja. Ja, ganz lustig, klingt gut. Dann fährst du auch mit dem Roland Kussmaul, ne? Mit dem Roland zusammen. Für alle, die ihn nicht kennen, Roland Kussmaul war damals Entwicklungs- und Renningenieur für den Motorsportbereich. Fahrwerksingenieur für 924 natürlich auch und dann auch für andere Autos, ja. Aber es ist natürlich geil als Rennteam, wenn beide jedes Teil vom Auto kennen, alles schrauben können, ne? Wahrscheinlich gab es für euch Ausfälle unterwegs? Gab es nicht, weil ihr habt immer alles... Da gab es zum Beispiel lustige Kisten, auch in Australien, wo der Roland sich dann plötzlich vom Sitz aus hinten in den Kofferraum macht beim Fahren, weil wir ein bisschen Aussetzer hatten und dann steckt er die Benzinpumpen hinten um. Während des Fahrens. Während der Fahrt. Ja. Aber das kann nur Roland sowas. Ja, das glaube ich. Guter Beifahrer auch heute noch wahrscheinlich. Absolut, ja. Wobei jetzt auch wirklich bei der historischen Monte, da ist es ja Regularity. Schläft er auch schon mal durch. Und da hast du dann so viele Instrumente und ab und zu hat er so ein schlechtes, wie sagt man, Überkreuzverhältnis mit diesen Instrumenten, wo was aber zu viele Anzeigen sind, die man... Ja. Da kommt er manchmal durcheinander. Okay. Aber es ist wahrscheinlich... Aber es ist Spaß und wir machen es ja nicht, um irgendwas... Auf Gesamtsieg, nicht gewinnen, weil wir einfach Spaß haben und dann hat sich's. Kommen wir mal zu Le Mans. Du bist also 13 Mal hintereinander, 14 Mal insgesamt hast du teilgenommen. Was waren da so für dich die Highlight-Autos, mit denen du da gefahren bist? Also 911S waren die Anfänger? Ganz am Anfang mit dem René Massia, das war 911S, mit einem französischen Entrepreneur, der aus Le Mans kam.
Und da gibt es eine lustige Story auch. Da komme ich nach Le Mans und spreche kaum Französisch. Und ich habe ein bisschen Französisch gelernt mit Gérard Larousse, den ich betreut habe in der Monte Carlo und dann auch Tour de France. Und so meine ersten Worte in Französisch war Merde, also Scheiße, und ja. dann Marteau und Tournevis, also Marteau heißt Hammer und Schraubenzieher. Das waren so die ersten 3 Worte, die ich gelernt habe in Französisch. Und kam dann zu dem Franzosen, der wollte unbedingt mit mir fahren, komm nach Le Mans und da fährst du dann von zu Hause bei ihm auf die Abnahme mit dem Auto hin und das Auto hat ein komisches Geräusch im Motor gehabt, so Tack-Tack-Tack-Geräusch. Und nach der Abnahme habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich den Motor wieder raus und schaue nach, was da ist. Habe es auch gemacht in der sandigen Garage. Habe ich den Motor dann zerlegt und habe dann festgestellt, dass die Kolben oben am Zylinderkopf anschlagen. Ja, was machen? Ich habe keine Dichtungsringe, gar nichts. Also nimmst du Pfeile und feilst die Kolben ein bisschen ab und dann ging das auch. Und so sind wir gefahren und sind dann als weiter in der GT-Klasse gefahren. Und 13. Gesamt sowas. Kann man sich, stell dir das mal heutzutage vor, der 918, der jetzt Le Mans gewonnen hat, wenn die da anfangen würden, irgendwas zu feilen. Ne? Ja, geht nichts. Da wird nur getauscht und das ist wie beim normalen Auto heutzutage auch. Da wird getauscht und nichts anderes. Ja. Aber geil eigentlich, oder? So hemdsärmlich, wo man mit Wissen und Know-how und ein bisschen Mut sagen konnte, jetzt feile ich da was ab, das wird schon passen. Ne? Ja. Dann 1977 dein erster Gesamtsieg Le Mans mit Jackie Ickx und Hurley Haywood. Und das gilt immer noch als eins der spannendsten Le Mans-Rennen überhaupt. Du bist damals gefahren mit dem 93677. Ja. Wir haben also, mein Team war der Hurley und ich sind gefahren und der Jackie Ickx mit dem Henri Pescarolo auf einem anderen Auto, auch einem 936. Und das war aber ein Original Porsche-Werkswagen? Ja, zwei Werksautos, genau, ja. Und dann hatten wir noch ein drittes Auto, 935 mit dem Rolf Stormann und Schurdi. Und da passierte, dass der 935 sehr ganz früh ausfiel. Dann bei meinem Auto in der ersten Stunde schon die Einspritzpumpe kaputt ging und ich 25 Minuten in der Box stand, um die Einspritzpumpe zu wechseln. Hättest du Roland Kuss mal gehabt, der hat während der Fahrt gemacht? Ja, so, ja. Ne, das geht also schwierig bei der Einspritzpumpe. Benzinpumpe ist ein bisschen anders. Aber jedenfalls fiel dann kurz nachdem wir wieder liefen, unser Auto wieder lief, fiel dann der Pescarolo mit einem kapitalen Motorschaden aus. Und dann gab es die Entscheidung, den Jackie Ickx auf unser Auto mitzusetzen, weil der Jackie absolut der Schnellste war. Und da gibt es eine nette Anekdote, als er dann bei mir auf unserem Auto saß, fing er an zu meckern, dass mein Auto zu arg untersteuernd ist. Komischerweise vorher, aber schneller als mit seinem. Er wollte vielleicht einfach mal ein bisschen meckern. Und der Jackie ist dann über sich selbst hinausgewachsen. Der fuhr also eine Rekordrunde nach der anderen. Und also das war das Auto, ihr musstet schon was wechseln, ihr musstet die Einspritzpumpe wechseln? Ja, wir hatten wechseln und wir waren letzter Platz oder irgendwas sowas. Und dann haben wir angefangen wieder aufzuholen und sind dann Doppelstints gefahren, sogar Jackie in der Nacht mal ein Dreifachstint. Jedenfalls haben die Renaults, und da waren 4 oder 5 Werksrenaults, die haben auch dann das Tempo aufgelegt, sind schneller gefahren und ging dann einer nach dem anderen kaputt. Und am Ende gab es dann die Entscheidung, zumal der Hurley nicht ganz die Distanz gefahren ist, um gewertet zu werden während des Rennens, also da gab es vom Reglement her. Okay, also jeder Fahrer musste fahren. Dass man den nochmal aufs Auto lässt. Und dann fuhr der 2 Runden und dann ging der Motor kaputt. Ist aber nicht unbedingt sein Problem gewesen, sondern der Kolben und Zylinder sind durchgebrannt gewesen, weil er wahrscheinlich zu mager lief oder irgend sowas. Okay. Ja, weil das war noch nicht eine elektronische Einspritzung, das war mechanische Einspritzung. Und der Ickx und ich, wir haben auf der Geraden immer gelupft und wieder Gas gegeben, sodass du den Motor ein bisschen gekühlt hast. Was heißt immer gelupft und wieder Gas gegeben? Aber nicht so, immer, zweimal mal runter und dann wieder Gas gegeben, weil wenn du runter gehst und Gas gibst, dann ändert sich das Mischungsverhältnis? Ändert sich das Mischungsverhältnis und mit dem Benzin kühlst du dann ein bisschen den Motor. Und das wusstet ihr aber technisch oder war das? Nee, das weiß ich vom technisch her und unser Professor Fuhrmann, der Vorstand eigentlich damals war und der auch Motoringenieur war, der den famösen 4-Zylinder, 4-Nockenwellenmotor gemacht hat, Fuhrmann-Motor. Und der mit seinen über 70 Jahren stand 24 Stunden vor den Boxen. Da bist du vorbeigefahren und hast den stehen sehen mit der Uhr. Und dann in seinem österreichischen Dialekt hat er dann, entweder hast du gelobt gekriegt oder wenn du dann zu schnell geschaltet hast, hat er dich zusammengeschissen, weil du nicht 1, 2 gezählt hast. Dann beim Raus und wieder rein, okay. Aber das zeigt mal ein bisschen,
wie in der damaligen Zeit auch der Vorstand in dem ganzen Technikzeugs drin war. Also da gab es zum Beispiel im Vortraining hatten wir einen Motorschaden im 935 in Paul-Ricard und da war der Herr Bott als Vorstand Versuch da und Fuhrmann als Vorstand überhaupt. Da haben die zwei den Motor zerlegt, um nachzuschauen, was eigentlich da los ist. Ja. Wie geil, ne? Wenn das so Techniker sind, die also leidenschaftlich absolut solche Autos sind. Ja, unglaublich. Na gut, auf jeden Fall, ihr habt dann ganz kurz vielleicht müssen wir einmal erklären, der 936 war ein Sechszylinder-Turbo. Das ist ein Sechszylinder, 2,1 Liter Turbo mit 520 PS. Also da ging schon einiges. Und da hast du einiges gehabt, ja, an Leistung. Hast natürlich auch die Verzögerung gehabt, wobei es ein Doppelturbo war, da ging es schon besser als ganz früher die Einfachturbos. Das stimmt, also nicht mehr, dass dieses Turboloch war, sondern nicht so groß. ist schon ein bisschen abgegangen. Was habt ihr da für Tempi auf der Geraden erreicht? Wir sind, glaube ich, 360 sowas gefahren. Das ist auch schon unvorstellbar. Aber ohne Schikane, da gab es noch keine Schikane. Also damals, 77 ohne Schikane und auch ohne eigene Knautschzone. Ja. Das waren auch wieder diese fragil gebauten Autos. Ja, so. Offen, das Auto, Ja. ne? Also hell im Wind. So, ihr habt dann zweimal gelupft, das hat der Hurley Haywood nicht gemacht. Dann ist der eine Kolben Vermutlich, ja. Da ist, Na, wir schieben ihm jetzt mal die Schuld zu, er hat es nicht gemacht. So, ja, da ist er hört's ja der nicht. Zylinder durchgebrochen und jetzt, nachdem wir ewig in Führung lagen und die Renaults ausgefallen sind, haben wir dann die Chance gehabt, 45 Minuten an der Boxe zu stehen, weil kein Konkurrent war schneller als wir, weil wir 45 Minuten Vorsprung hatten. Ihr habt von ganz hinten, hat Jackie X mit seinen Dreifachstints, was 6 Stunden bedeutet, in der Nacht. Nee, nicht ganz 6 Stunden. 4 Stunden war die maximale Fahrzeit. Die Also okay, nur 4 Stunden. Ja, dann war es doppelt. Okay, ja. Und also ihr hattet 45 Minuten Vorsprung. Und wir hatten 45 Minuten Vorsprung. So, jetzt was machen? Motor ist kaputt. Und da wurde dann entschieden, den Zylinder stillzulegen, das heißt Zündung weg, Einspritzung raus, ins Leere geführt dann quasi. Und dann hieß es, ja gut, jetzt fahre ich, weil ich als technischer versierter bin. Und da kommt jetzt der Causus Knaxus, man muss die letzte Runde im Reglement steht, dass du die letzte Runde in der dreifachen Geschwindigkeit deines Qualifying-Zeit fahren darfst und nicht langsamer. Okay, okay, alles klar. Also so, jetzt standen wir aber schon 45 Minuten in der Box und du fährst in die Box rein und da beginnt schon deine neue Runde, weil Anfang der Boxen die Startziellinie ist. Okay, also das wäre die Runde mit 48 Jetzt musste ich erst einmal die gewesen, alte Runde zu Ende fahren, aus der Box raus, die Runde zu Ende fahren und dann vor 4 Uhr musste ich über die Startziellinie kommen, um dann in die letzte Runde zu gehen. Okay. Und da wurde mir dann eine Uhr aufs Dach, auf das Lenkrad gemacht, um ganz sicher zu sein, dass ich vor 4 Uhr über die Startziellinie komme. Und weil ja keiner wusste, wie das Auto geht noch, ob es noch geht und nicht. Also musste noch mal gut, der qualmte ein bisschen hinten aus und weil er hat das Öl ausgeschmissen natürlich. Und, aber es ging und ich habe, wie gesagt, vor 4 Uhr bin ich über die Ziellinie gefahren, um dann in die letzte Runde zu gehen und dann das Ding zu gewinnen. Ja. Also was das für Höhen und Tiefen sind innerhalb von 24 Stunden. Ja. Und dann war es so, wie man das heute kennt. Ihr habt euch wochenlang feiern lassen, von der Presse seid ihr durchgereicht worden, seid empfangen worden. Nicht ganz, also nicht bei mir, bei dem anderen ja, aber nicht bei mir, weil ich war die Woche drauf, wurde ich dann mit meiner Werkzeugkiste schon wieder nach Australien geschickt, um dem Sobislav Zasada, der in der London-Sydney-Rallye gegen Mercedes ganz gut lag. Die London-Sydney-Rallye, ja. Das klingt auch. Die dann in Perth angekommen ist und dann ging es durch Australien nochmal 16.000 Kilometer durch. Und da sind wir dem Zasada mit einem Kleinflugzeug von unserem Händler hinterhergeflogen und haben den dann betreut und der ist dann am Ende Dritter geworden in der Rallye. Aber da gibt es auch ganz lustige Anekdoten. Da in Ayers Rock sind wir da gelandet und haben den Hotelchef da, wo wir dann auch übernachtet haben, gefragt, ob er uns sein Pickup geben kann, weil wir zum Service fahren mussten. Und dann kriegt man Info, der Zasada kommt mit einer gebrochenen Lenkung an. Mit der gebrochenen Lenkung? Und da war die Lenkung, aus dem Querträger war die Lenkung rausgebrochen. Die hat er dann mit Draht und mit einem Baumstamm hat er die festgemacht gehabt. Ja, jetzt was machen? Jetzt haben wir unser Werkzeug auf den Pickup geladen und sind dann wirklich mit durchdrehenden Rädern da durch die Kurven gefahren. Und da stand auch der Hotelchef. Und das hat ihm gar nicht Spaß gemacht. Jedenfalls, wir sind dann zum Zasada hin und da stand zum Glück auch in der Nähe so ein Traktor. Da habe ich dann so ein Ureisen rausgesägt und das Ureisen dann durchgebohrt mit dem Träger wieder verbunden und da die Lenkung drauf gemacht.
Und so fuhr er dann die Rallye zu Ende. Aber als wir dann fertig waren, kam der Hotelchef und sagte, das letzte Mal, dass ich Ihnen mein Dings ausleihe. Aber der Bauer war der erfreut, der hat es gar nicht gemerkt. Ne? Der hat es gar nicht gemerkt. Ne? Also muss man schon aufpassen, wenn du in der Nähe bist, was man bei dir parkt. Ne? Ja. Wusste der Hotelchef, dass du Le Mans gewonnen hast kurz vorher? Nee. Er hat halt gedacht, das ist ein verrückter Mechaniker, der nicht weiß, was er macht. Also ich finde diese Distanzen, die man damals gefahren ist, so beeindruckend. Ne? Heute das ist Rallye Monte Carlo damals war 6.000 Kilometer über eine ganze Woche. Das ist unvorstellbar. Und das war lustig. Damals sind wir dann Monte Carlo gefahren und die war am Freitag früh zu Ende. Dann sind wir schnell nach Frankfurt gefahren, ins Flugzeug, um nach Daytona zu fliegen. Und dann in Daytona direkt ins Warm-up zu gehen und die 24 Stunden zu fahren. Also an Schlaf war irgendwie in gewisse Jahrzehnte, War anders, Lebens war was anderes. Ja. Ne? Das hast du anderen überlassen. Und was für mich auch beeindruckend ist, dass du warst ja immer bei Porsche normal angestellt und Fahrer. Und die anderen Fahrer, das haben wir eben schon kurz angedeutet, haben sich da feiern lassen, wenn du dann mit der Mechanikerkiste entweder montags ins Büro oder ansonsten wieder um die Welt geflogen wurdest. Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, eigentlich könnte ich auch hauptberuflich Fahrer sein, das würde mir mehr taugen? Ja, eigentlich nicht. Das war immer schon dein Ding, dass du... Nee, bei mir gehörte immer das beides zusammen. Das war Arbeiten und das war unser Leben. Du hast, ja wie gesagt, das für die Firma gemacht und für die Familie. Mhm. Wahrscheinlich was man heute auch nicht mehr so in der Form hat. Ne? Gar nicht, ja. Und das ist diese Familieneinbindung, das war ganz normal. Da hast du nicht gedacht, jetzt wirst du Profirennfahrer oder sowas. Nee. Nie die Frage. Du warst einfach schnell und einfach ein schneller Mitarbeiter bei Ja, Porsche. genau, das musste so sein und das hat man dann hingenommen und hat weitergearbeitet. Ja. Kommen wir mal zu deinem Nürburgring-Sieg, wo du auch den Ring immer noch trägst. Das war 1980 die 1000 Kilometer Nürburgring. Das war mit Rolf Stommel zusammen, ja. Rolf Stommel, ja. Mit welchem Wagen seid ihr da gefahren? Das war ein 983 Turbo vom Jös-Team. Und das war interessant, weil der Rolf immer der wirklich schneller Fahrer war. Der hat aber natürlich auch viel am Turbolader gedreht. Also jedes Mal, wenn ich ins Auto gegangen bin, musste ich erstmal zurückdrehen. Und der Rolf der ist 6,28 mit dem Auto gefahren im Training. Nordschleife. 1980. Aber die lange Nordschleife, also mit der Südschleife unten rum. 6,28. Ja. Es relativiert wieder den neuen Rekord von Porsche so ein bisschen. Ne? Ja gut, wobei, muss ich sagen, für was, das Auto ist nie dort gefahren. Das ist ein Laborauto. Ja, unter Laborbedingungen auf einer abgesperrten Strecke. Ihr seid im Rennen 6,28. Ja, nicht nur das, sondern auch, warum, wieso? Warum den Rekord von Bellof kaputt machen? Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, Stefan Bellof ist unschlagbar. Ja, jedenfalls... das ging ganz gut bei uns dann während des Rennens. Und interessanterweise war, wenn man geschaut hat, der Rolf fuhr immer extrem schnell, dann fuhr er wieder Runde langsam, schnell, langsam und so weiter. Und bei mir ist es immer gleichmäßig. Ich fuhr immer sehr gleichmäßige Runden. Und hatte dann, kurz vor Ende, hatte ich noch einen Schreckmoment, weil mir ein Reifen geplatzt ist oder Luft verloren. Und dann löste sich die Karkasse ab. Dann bin ich aber stehen geblieben, habe die Karkasse abgezogen, um die Karosse nicht kaputt machen zu lassen, also dass die kaputt haut. Und bin dann auf der Felge in die Boxen, da haben wir wechseln können, habe dadurch wenig verloren und habe meine Karosse noch ganz gehabt. Okay, wie viele Kilometer? Also Nordschleife ist 23 oder damals waren 26 Kilometer? Das ist mir auf der Geraden, habe ich angehalten, dann Anfang Geraden, also habe ich angehalten und das abgezogen und dann ging das. Und dann habt ihr gewonnen? 1000 Kilometer Nürburgring und du bist der Letzte, der tatsächlich diesen Ring noch bekommen hat. Ja, das ist der Goldene Nürburgring, den hat man damals gekriegt für einen Gewinn beim Grand Prix. Ja. Also Fancho, die hatten glaube ich noch einen mit den Diamanten drin. Ne? Juan Manuel Fancho war der Erste, der ihn bekommen hat. Und das ist so einer der Letzten hier, die aus Gold sind und eigentlich die ganze Nürburgring-Strecke zeigen. Wahnsinn, und den trägst du jetzt immer? Seitdem habe ich den an. Was war so dein Favoritenauto? Gut, das Favoritenauto auf jeden Fall für mich der 983, weil diese Idee von dem Professor Piech, den Fahrer möglichst weit vorne zu haben, den Motor ganz in der Mitte, Getriebe auch in der Mitte und die extreme Verteilung mit den Tanks rechts und so weiter, weil die meisten Rennstrecken rechts rumgehen, ist für mich immer noch das ideale Auto, weil der ließ sich fahren wie ein Go-Kart. Und ob wir nur am Anfang mit dem 3 Liter 8-Zylinder-Motor mit 360 PS fuhren oder dann auch mit dem Turbo, der so 520, 530 hatte, das ideale Auto. Aber
was ich schon vorher sagte, man musste aufpassen. Man musste aufs Getriebe aufpassen und man musste auf die Achsen aufpassen, also die Fahrwerk aufpassen. Auch tatsächlich eins der schönsten Autos, Ja, ne? Also ja. so ein ganz schlichtes, Wobei natürlich auch Auto. an die Sicherheit bitte nicht vergessen, weil da war keine Sicherheit. Das waren wirklich dünnste Röhrchen, ne? Ich habe das Röhrchen einmal irgendwo gesehen. Und deine Füße waren also quasi deine Füße, die über der Vorderachse hingen, das war die Knautschzone. Ja. Ja, da muss man schon auch vieles abgegeben haben im Kopf an einer Nee, darum haben wir Einsteigen, immer gute Feste gefeiert. Ob das nach dem Training war oder ob das nach dem Rennen war, da wurden dann die Restaurants dann teilweise neu renoviert. das krachen lassen, weil ihr es überlebt habt. Ja. Ne? Du hast ja erzählt, dass der 908-3 eigentlich nur für den Bergrennen und für die Targa Florio gebaut wurde. Der wurde für Targa Florio gebaut. Besonders leicht. 70 ganz leicht, 620 Kilo oder sowas. Und mit dem 8-Zylinder-Motor, 360 PS und das ideale Auto, das gerade für die Targa Florio. Und das Einzige, wo ich bedauere, ist, dass ich nicht die Chance hatte, in der Targa Florio mit dem 9.8er zu fahren. Ich bin zwar mit einem 2,5 Liter ST gefahren und das war super gut, aber 9.8-3, das wäre noch Höhepunkt gewesen. Ja. Wahrscheinlich, ne? Und im 908 steckt ja so ein bisschen diese Genialität von dem Ferdinand Piëch. Ja. Der hat ja wirklich viele Sachen extrem vorangetrieben. Den 917, wo er alles auf eine Karte gesetzt hat, was in kürzester Zeit gebaut wurde, alles in Grund und Boden gefahren hat. Und auch später hat sich ja immer wieder gezeigt, dass er sehr technikverliebt war und Sachen vorangetrieben hat. Allradantrieb bei Audi, bei VW. Wo ja, ganz extreme Sachen. Der 909, das Bergauto, was es nur 3-mal gab. Beryllium-Bremsscheiben. Hochgiftig, aber das gab es nicht. Jedenfalls, der Fahrer durfte da nicht einatmen. Wenn er beim Bremsen? Ja, keine Benzinpumpe, weil es dann einen Tank für die Bergrennen gab aus Titan, der unter Druck gesetzt worden ist. Und das war dann der Benzindruck für die Einspritzpumpe. Um die Autos leicht zu machen? Um die Autos leicht zu machen. Und Beryllium ist besonders leicht? Beryllium ist besonders leicht, wobei der Staub aber hochgiftig ist. Wussten das die Fahrer? Ja, die durften nicht einer. Nee. Okay. Damals musste auch dazu sagen, damals sind wir auch Asbestbremsbeläge gefahren und keiner wusste von Asbest, was es da ist. Das hat sich dann erst die Jahre später herausgestellt, aber wir leben noch heute. Wahrscheinlich haben die gesagt, die meisten Rennfahrer verunglücken auf andere Art und Weise, dass so ein bisschen Asbest macht. Ja, speziell nichts, ne? Damals hatten wir fast bei jedem Rennen gab's mehrere Einzel- oder mehrere Tote. Gerade Le Mans war immer schwieriges Ding. Ist das was eigentlich, wo du dir dann irgendwann mal, gab es so Momente, wo du gesagt hast, also vielleicht sollte ich doch mal aufhören, vielleicht habe ich es jetzt schon ein bisschen überfordert? Nee, im Gegenteil, ne. Du warst dir immer deiner Sache sicher? Und man muss halt genau abschätzen, was kannst du und wo ist deine Linie, wo ist deine Grenze. Ja, und wenn du gerade von der Technikseite her ein bisschen bewandert bist, dann nimmst du halt irgendwo das Gas weg, sagst, weil das kann nicht gut gehen. Wenn jetzt im Regen auf eine Kurve zukommst, zu schnell zukommst, dann ist halt die Haftung nicht mehr da. Und das hilft dir dann vielleicht in kritischen Situationen, das besser zu meistern. Ja. Okay. Nochmal zurück auf Ferdinand Piëch. Wie war der so im Umgang? Der war damals technischer Direktor. Vorstand Entwicklung. Ja. Entwicklung, genau. Wie war der so als Chef für euch? Also du hast ja schon unter dem gearbeitet. Gut, ich hatte wenig mit ihm zu tun in dem Sinne. Weil er saß in Weissach, wir saßen mit der Sportabteilung, Kundensport und Presseabteilung in Zuffenhausen. Ich kriegte dann nur zu tun, weil ich damals auch die ganzen Homologationen der Autos gemacht habe bei der FIA, kriegte ich zu tun bei dem 914 zum Beispiel, 914.6, die Homologationen, und er hat wenig mit dir geredet. Aber da gibt es eine nette Story. Als ich 1972, glaube ich, war es, aus Afrika zurückkam, hatten wir ein Problem in Afrika mit dem 911er, den Zasada fuhr, dass der Aussetzer hatte während des Rennens oder während der Rallye. Und wir sind da unten nicht draufgekommen, was es ist, weil da war plötzlich Motor weg und dann ging er wieder und dann kam er wieder. Um das rauszukriegen, bin ich dann auf die Teststrecke, der Panzerteststrecke in Weissach gegangen mit dem Auto und habe versucht, dann das nachzuvollziehen. Da kriegte ich dann eine ganz böse Hausmitteilung von Herbert Linge, der ja zuständig war für Weissach als Werksleiter, an den Rico Steinemann damals. Wie kommt es dazu, dass der Jürgen Barth ohne Helm mit einem 911er auf der Panzerstrecke da rumturnt? 3 Wochen später kriegte ich einen Anruf von Piëch, er würde auch gerne mal das Auto fahren. Und von dem Augenblick an war es so, dass sein Sonntags- oder Wochenendvergnügen mit dem Rallye-Auto auf der Panzerstrecke rumzutoben. Und da wurde auch nicht gefragt, ob er Helm auf hatte oder nicht. Tatsächlich nicht. Das hätte ich jetzt gedacht, dass der Herbert Linge auch da stand.
Was waren so deine Rallye-Highlights, wo wir jetzt schon bei Panzerstrecke sind, die du so gefahren bist? War das die Repco-Rallye? Wahrscheinlich. Ja gut, Repco-Rallye von der Länge her, Monte Carlo natürlich auch, weil wir ja als quasi Privatteam da gefahren sind. Und die letzten Jahre eigentlich ein Höhepunkt war einmal mit dem 924 GTS, mit dem Roland von dem Almaris ausgeliehenen Auto, wo wir auch unter die ersten 10 gekommen sind. Ja, das war das Jahr, wo Röll gewonnen hat, ne? Oder? Ja, glaube ich, müsste sein. Ja. Und dann 83 mit dem 911 SC, auch von Almaras. Und das ist eine ganz interessante Kiste auch wieder hier. Das war das letzte Jahr, wo der 911er homologiert war, der SC. Weil du hast eine Thematik, dass wenn die Produktion eingestellt ist, dass du 5 Jahre danach noch fahren kannst, aber dann hört es auf. Und die SC war zu Ende. Ja, und wir sind ganz gut gefahren mit dem Dings. Innerhalb von 20 Werksteams sind wir auch 9. geworden oder sowas, unsere Klasse gewonnen. Und kamen dann zurück und da hat der Roland gesagt, Mensch, wir müssen was anstellen, dass wir den 11er weiter in der Rallye haben. Weil damals haben die Großhersteller alle gedrückt, dass sie ihre Taxis da reinkriegten, der Peugeot und die so großen Autos, ne? Also die Viersitzer, ja. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass mit einer Evolution von 20 Autos du es geschafft hast, die Serie zu verlängern. Und mit den 20 Autos haben wir dann natürlich auch ein Auto bauen können, eine Evolution, was ein bisschen noch geeigneter war für die Rallyes als der alte SC. Das heißt, wir haben Turboschwingen drin gehabt und so weiter. Und das wurde uns dann vom Vorstand genehmigt, dass wir die 20911 SCRS gebaut haben. Dann kam Rottmans, sind mit den SCRS die ganze Middle East und Europameisterschaft gefahren und Toivon hat dann Europameisterschaft gewonnen. Mhm. Und wir haben es geschafft, dass der 11er 5 Jahre länger in der Rallye war. Durch solche Einsätze. Und das war halt diese Verbindung, die du hattest, weil ich immer in der FIA mit drin saß, in der Herstellerkommission. Und so konntest du es dann ein bisschen steuern. Und ja, wahrscheinlich auch bei Porsche dankbar, ne? Dass du ja, logisch. Also diese 911 SCRS, 20 Stück, die sind wahrscheinlich auch recht wertvoll heutzutage, oder? Die sind sehr wertvoll, ja. Aber da gibt es dann die Story danach, auch später, wo ich habe dann 82 kriegte ich den Auftrag, die Kundensportabteilung in Weissach aufzubauen. Und da gingen dann unsere Wege auseinander. Der Roland, der wurde beauftragt, die Paris-Dakar zu machen mit den 959 oder 953, 959. Und ich habe dann die 962, 956, 962 in der Kundensport gebaut und betreut. Und als die Gruppe C dann zu Ende war, ja, was machst du jetzt? Das ist eine Abteilung, hast du mit 40 Leuten und die musst du beschäftigen. Und da am Ende kamst du dann drauf, hast du halt deine eigene Rennserie gemacht. Und zum Glück habe ich die 2 Franzosen, den Patrick Peter und den Stefan Rattel gefunden und haben wir BPR gegründet. Und haben dann 3 Jahre lang den GT-Sport wieder promoviert in der ganzen Welt. Der heute immer noch besteht. Aktuell ist. Und in dem Umfeld entstand dann auch diese 911 Carrera RSR 3,8 und RS und RSR 3,8, wo wir auch über 100 Autos gebaut haben und die heute auch schon pro Auto über 2 Millionen wert sind. Wahnsinn, eigentlich hast du die größten Sammlerwerte hast du geschaffen. Fällt mir gerade auf. Nein, nicht ganz. Nochmal zurück zum Gruppe C, 956, 962. Du bist die Wagen ja auch in Le Mans gefahren. Ja. Wie war die Entwicklung von dem Wagen? Also im Endeffekt, du hast ja schon mal gesagt, der 936 war im Endeffekt die Basis. Ja, es gab das Problem, dass die Gruppe 5 gab es wenig Hersteller. Da hat nur Porsche, BMW und am Ende Lancia ein bisschen gemacht, aber der große Zuspruch von den Herstellern kam nicht. Von 76 bis 78. Dann hat die FIA gleichzeitig gesagt, okay, wir fahren auch eine Sportwagen-Weltmeisterschaft mit der Gruppe 6 weiter. Und die Gruppe 6, das waren die 936, offene Sportwagen. Und ich saß ja in der FIA und auch im Büro der Hersteller als Präsident der Sportwagenkommission. Und da haben wir dann die Gruppe C entwickelt, also vom Reglement her entwickelt. In guten Sitzungen mit Norbert Singer, der auch weg wollte von dieser Zwangslage, aus einem Serienauto einen Rennwagen zu machen. Und so entstand dann quasi der 956. Und das Einzige, was wir drinnen behalten haben, um auch hier die Hersteller wieder zu engagieren, dass ein Motor verwendet werden muss, das Gehäuse verwendet werden muss, was von einem serienhomologierten Auto auskam. Interessanterweise da, um Innenabmessung von dem 962 und 956, da bin ich ins Museum gegangen, habe 917 abgemessen, was Windschutzscheibenbreite ist, Innenraumbreite, 120 Zentimeter. Und das ist im Gruppe C-Reglement drin verwendet worden. Also
Konntest du schon so ein bisschen die Stärken von Porsche in das Reglement mit reinbringen? Das auf jeden Fall. Dass du wusstest, wenn wir das so und so machen, dann haben wir schon mal einen kleinen Vorteil. Ja gut, das haben wir ja in der alten Zeit auch schon gemacht, wo 978 kam, der Moby Dick. Da kam ich von der Sitzung zurück und habe Norbert gesagt, Norbert, du, jetzt die BMW wollen einen Unterboden frei haben, dass sie ihren Auspuff durchziehen können. Und Norbert auf gute Idee gekommen, Mensch, das sag mal zu, da stimmen wir dafür. Und das war der Grund, warum wir dann beim 937, 78 Moby Dick den Fußboden 10 cm kürzer gemacht haben und das Auto tiefer setzen konnten. Also hattet ihr noch einen größeren Vorteil als BMW wahrscheinlich? Absolut. Okay. Aber so wird das sind so Kleinigkeiten. Hin und her gehandelt, ne? Ja. Wir haben so viele Autos, die so interessant sind. 917, 935 Moby Dick müssen wir noch drüber reden. Aber jetzt bleiben wir beim 956, 962. Wahrscheinlich das erfolgreichste Auto von Porsche im Kundensport. Ne? Also von den, sagen wir mal, von den extrem speziellen Autos. Natürlich sind die 911er eine größere Stückzahl verkauft worden. Wie viel sind vom 962 rausgegangen? Wir haben über 120 Autos gebaut. 120 Autos. Also so selten, wie man die heute sieht. Man denkt immer, gibt es so eine Handvoll von, aber eigentlich gibt es davon ja doch eine ganze Menge. Und das sind ja extrem... Ja gut, weil das weltweit wir haben es geschafft damals, das Reglement über einen Zeitraum von 10 Jahren stabil zu halten. In Japan, wo es die Meisterschaft gab, IMSA, und in Europa, in Le Mans auch halt. Interessant an dem ganzen Reglement war, dass es ein Verbrauchsreglement war, wo alle am Anfang gesagt haben, oh, das geht schief, die Autos bleiben am Ende stehen und so weiter. Das heißt, also die Tankgröße war begrenzt? Du hattest sonst viel Benzin für so und so viel Kilometer. Okay. Also am Anfang für 1000 Kilometer Rennen hast du 500 Liter gehabt. Es ist keiner stehen geblieben, aber es war eine riesen Entwicklung da drin. Und zwar die Entwicklung ganz gut, weil wir beim 936 zum Beispiel in 77 haben wir 44 Liter mit 2,1 Liter Wassergekühlt verbraucht. Also 44 Liter auf 100 Kilometer. 100 Kilometern. Ja. Und dann 10 Jahre später mit der elektronischen Einspritzung, die dann natürlich kam und auch die Materialentwicklung im Motor ging dann weiter, wurde da aus einem 3 Liter mit 620 PS haben wir nur noch 40 Liter verbraucht auf 100 Kilometern. Jetzt sagt natürlich jeder nur noch 40 Liter, das ist ja trotzdem eine ganze Menge. Absolut. Jetzt vergleichen wir das mal mit heutigen Rennautos, wo man doch immer sagt, die Zeit ist... Da reden wir lieber nicht drüber, weil es ist eine Schande, was die heute verbrauchen, aber da reden wir nicht drüber. Reden wir gar nicht drüber? Nee. Wir reichen die Zahlen nach. Ja, ja. Aber sie verbrauchen im Endeffekt mehr. Ne? Zum ganz schlimmen Art, dass die teilweise über 60 Liter liegen für einen Motor, der nicht einmal annähernd an die 620 PS kommt. Und nur warum? Weil jetzt mit Benzin gekühlt wird. Warum macht man das? Weil meiner Ansicht nach verschiedene Ingenieure nicht mehr die Ahnung haben, die ein Hans Metzger oder ein Valentin Schäffer hat. Tja, das gibt einem dann schon zu denken. Ne? Ja. Vielleicht sollte man die alten Motoren einfach wieder einbauen, aber dann stimmen ja die Abgase nicht, CO2-Werte. Und das ist ja also ich glaube, wenn du mit Benzin kühlst, das sind die noch schlimmer. Das sehen die noch schlimmer aus. Ne? Ja, das ist unglaublich. Ne? Man sagt dann immer, die entwickeln da für die Serie, aber eigentlich besser geworden ist es vielleicht nicht unbedingt. Ne? Absolut nicht. In vielen Bereichen. Ja. Den 962 oder 956 bist du in Le Mans auch gefahren. Und das Besondere da ist ja, da ging so diese Ground-Effekt-Technologie los. Das heißt, Ground-Effekt... Ja gut, ich bin 1962, habe ich die Anfangsentwicklung, das erste Auto überhaupt, bin ich gefahren in Weissach und habe viele Entwicklungsfahrten gemacht, auf der Rüttelstrecke auch in Weissach. Dann kann ich mich erinnern, 1956 eine Woche lang auf der Bergstrecke in Weissach so Bremsentests. Da hast du dann also solche Arme hinterher gehabt, weil du so viel Muskel brauchst, weil da gab es noch keine Servolenkung, was die heute alle haben. Und du musstest auch noch mit Hand schalten und du hast keine Servobremse gehabt. Also da musste der Mann musste noch arbeiten. Das war ein richtig, richtig hartes Auto. Und diese Ground-Effekt-Technologie, vielleicht kannst du es kurz erklären, was bedeutet Ground-Effekt? Ground-Effekt ist quasi ein umgedrehter Flügel, das Flugzeug fliegt. Und bei uns ist es genau umgedreht und es wird an den Boden gezogen. Genau, und da gibt es ein ganz beeindruckendes Modell im Porsche-Museum. Im Museum bei 260, theoretisch, wenn du bei 260 das Auto an der Decke hängst, fährst, bei 260 bleibt es oben hängen. Bleibt es oben hängen, weil der Anpressdruck stärker ist als das, was das Auto wiegt. 800 Kilo vom Auto, ja. Jetzt ist das aber dann natürlich auch sehr speziell zu fahren, weil du, glaube ich, nicht mehr so... Du musst den Kopf schon anders programmieren als... Nee, im Prinzip gar nicht. Das Auto ließ sich verhältnismäßig ganz einfach fahren. Einfach schon, aber du hast ja ein viel höheres Niveau. Du hast viel höhere Geschwindigkeiten gehabt. Eben, ja, das meine ich. Du
das ist halt so. Das ist wie der Unterschied zwischen, wenn du jetzt auf der Rallye Monte Carlo im Trocknen und dann Schnee fährst, dann hast du auch zwei verschiedene, unterschiedliche Gripgrenzen und das ist im Gruppe C, war die halt höher. Aber das war für dich kein Problem, dich da so ranzutasten? Okay, also das war einfach ein Tempo, was atemberaubend war, aber du hast gesagt, okay, jetzt ist das halt so, jetzt fahren wir das. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Walter Röll mal gesagt hat, er ist das Ding mal Probe gefahren und er hat immer 2 Sekunden auf, ich weiß nicht, gegen wen er gefahren ist, immer verloren und das war genau an einer Stelle, wo er gesagt hat, das kann nicht gut gehen, wenn ich da auf dem Gas stehen bleibe und der andere ist stehen geblieben. Und das sind diese Ground-Effect-Geschichten. Gerade bei sehr schnellen Ecken konntest du natürlich sehr extrem schnell fahren mit dem Auto. Waren das dann schon diese G-Kräfte, die man von heute kennt? Ja, grausam, das war. Da hast du teilweise musstest du den Sturzhelm auf die Schulter legen, dass du überhaupt, sonst hast du nicht aushalten können. Unglaublich, ne? Also ich bin eines der letzten Rennen, Gruppe C, bin ich in Dijon gefahren, weil auch da ein Kunde seinen Beifahrer plötzlich nicht mehr hatte und dann bin ich eingestiegen. Da war es sehr heiß draußen und da sind dann so Leute wie Manuel Reuter sind aus dem Auto rausgefallen vor Hitze. Ja, und gut, ich habe mich dann halt gerettet, hier Kopf aufgelegt und so sind wir durch die langen Ecken in Dijon einigermaßen gut durchgekommen. Ne? 917 war dagegen dann eher ein Auto, was auf der Geraden schnell durchbeschleunigt hat, aber es hatte noch nicht so diese extremen Kurvenbeschleunigung, weil es eben kein Ground-Effect-Auto war. Ne? Ja, 917 ist ein ganz anderes Auto, weil zu der Zeit gab es eigentlich noch nicht aerodynamisch so viele Möglichkeiten. Und der 917, da hatte ich die Chance, auch jetzt in klassisch Le Mans mit 917 zu fahren und habe es dann auch ein Jahr mal gewonnen, Klassik Le Mans mit 17er. Der hat das Angewohnheit, dass er aus den Federn rausgeht, weil er Unterluft kriegt. Und das musst du als Fahrer auch mitmachen. Wenn du anfängst zu bremsen, musstest du erstmal das Auto runterkommen lassen. Und dann konntest du anfangen zu bremsen. Klingt alles so beruhigend. Das ist aber dasselbe wie am Nürburgring mit dem 98-3. An den ganzen Sprunghügeln musstest du vorher anbremsen, dass die Nase runterkommt. Sonst hast du Unterluft gekriegt. Und Unterluft heißt, du überschlägst dich irgendwann. Was man übrigens in Le Mans ja mal sehr beeindruckend gesehen hat, mit relativ neuen Autos, Porsche GT1 oder Mercedes CLK, die haben sich mal nach hinten überschlagen. Ne? Genau so. Weil da also GT1 hat sich ja nicht überschlagen, aber die CLK haben sich überschlagen, weil hier der Fahrer zwar gesagt hat, die Lenkung wird weich und der Ingenieur hat da nicht drauf gehört. Wenn ich das beim Norbert Singer gesagt hätte und das ist vorgekommen, dass man gesagt hat, Mensch, Norbert, die Lenkung ist ein bisschen weich, sofort den Flügel verstellt. Ja, das ist ja, ne? weil der wusste, was droht. Der wusste, was aerodynamisch geht. Genau. Was passiert. Okay, und der 917... Und das ist halt auch immer wichtig, dass eine Verbindung zwischen Ingenieur und Fahrer da ist. Und da ganz wichtig, dass der Fahrer auch weiß, über was er redet. Ja, da gab es wahrscheinlich auch eine riesen Bandbreite an Fahrern, die sehr genau erklären konnten, was im Auto passiert. Gab es da auch so Fahrer, oder kannst du dich an welche erinnern, wo du gesagt hast, oh Gott, also wenn der anfängt zu reden, hören wir lieber weg. Weil ja, der macht das. Der Rolf, der war also... Rolf Stommelin. Der war schnell, also aber nicht sehr analytisch unterwegs. Nee. Okay, aber dann wart ihr zusammen auf dem Auto, von daher konntest du dann die Abstimmung machen. Ne? Der hat es dann immer lustig rübergebracht, da mussten alle lachen, da ging das. Was hat er gesagt? Nee, das ist eben so Kölnerisch, dann versucht das zu erklären, was das Auto macht, aber da konnten wir dann auch kein Dings rausziehen. Mit dem 944, wir können ja mal damit so ein bisschen weitermachen, wir springen jetzt so ein bisschen, aber gut, 944, die Entwicklung, ihr seid damit dann auch irgendwann Le Mans gefahren. Was steckte dahinter als Idee? Das war ja eigentlich klar, ja, gut, dass das war die Promotion für den neuen Vierzylindermotor, weil da war schon der Vierzylinder Porsche-Motor drin mit 4 Ventilen und Turbo und der ging ganz gut. Aber hier war auch das erste Thema, dass wir das erste Mal eine voll elektronische Einspritzung hatten. Eine Bosch-Einspritzung. Und wo wir 4 Wochen vor Le Mans in Weissach die Tests fuhren, hatten wir 500 Umdrehungen, wo das Auto fahrbar war. 500. Nicht so viel ist. Das ist ein sehr schmales Band. Und dann haben wir mit dem Ralf Hüttner, nicht mit Ralf, mit dem Herrn Hüttner, der Vater vom Ralf Hüttner, der heute bei Just Racing die Ingenieur macht oder Chef ist, und ein Ingenieur von uns, haben wir da dran gearbeitet und ich habe die ganzen Tests gefahren, dass wir das dann in den 4 Wochen von 500 auf 1500 Umdrehungen geschafft haben. Okay. Und mit den 1500 Umdrehungen sind wir Le Mans gefahren. Weil die Boxengasse bis in den Berg hinaufgehen, musstest du mit Schleifen der Kupplung aus der Boxengasse rausfahren.
Das heißt also, der Motor unter und über dem Drehzahlband war unfahrbar, hatte Fehlzündung, keine Leistung. Keine Leistung und so weiter. Jedenfalls, der Walter und ich, wir haben es geschafft und haben dann sogar den Preis der kürzesten Boxenstopps gewonnen und sind 7. Gesamt geworden. Also. 7. Gesamt. Aber sonst gab es keine Zwischenfälle, ihr seid einfach euer Programm da abgespult? Wir sind da unser Programm abgespult. Nee, bei dem gab es keine Zwischenfälle. Das Jahr vorher hatten wir ein bisschen Zwischenfälle beim 924, dass wir plötzlich Öl produziert haben. Wie stellt sich das dar? Ja, das wurde mehr Öl im Tank, gab es mehr Öl als Dings da. Und da gab es jetzt ein Problem vom Reglement her, dass du alle 30 Runden nur Öl nachfüllen konntest. Wir mussten aber nach 30 Runden Öl absaugen, weil Benzin ins Öl reinkam. Okay, und Benzinverdünnung gab. Und das haben die dann gelöst, dass wir absaugen durften bei den 30 Litern. Das haben die Stewards dann uns okay gegeben. Und dann durften wir neues Öl einfüllen. Das war der einigermaßen durchkam. Also sagt ja mal beim 944 Benzinstand kontrollieren, Öl nachfüllen. Genau. Das reden wir mal vielleicht über die Targa Florio, oder? Wo du mit dem 2.5 ST gefahren bist. Das ist ja auch Gut, Targa Florio halt interessant auch, weil mein Vater damals 1959 in dem 718 Spider die Targa gewonnen hat. Mit dem Wolfgang Seidel zusammen. Und die Targa für mich das idealste Rennstrecke der Welt ist quasi neben Nürburgring. Warum? 72 Kilometer, eine Runde. Das ist unglaublich. Aber es führt natürlich durch Orte durch. Das führt durch Orte durch und du trainierst. Ich habe damals, wo wir mit dem Michael Kaiser mit dem 2.5er ST gefahren sind, haben wir, glaube ich, 2000 Kilometer trainiert. Hast dir dann so Stellen gemerkt, wo du wusstest, hier kannst du Vollgas fahren und so weiter. Ja, jetzt bloß beim Renntag, da standen da 2 Millionen Leute da auf der Straße. Und du bist durch die Füße quasi durchgefahren von den Leuten. Ja? Und da waren plötzlich deine ganzen Anhaltspunkte weg, weil die Leute da standen. Aber es war begeisternd und Targa Florio ist heute immer noch das Idealste. Und wir haben aber im Training haben wir vorne und hinten eine Filmkamera drauf gehabt und haben mit dem Auto diesen Film, die Speed Merchants gemacht, oder hat Michael gemacht, der heute immer noch so ein Kultfilm ist, der 70er Jahre, wo man diese Ferrari 512 oder 312 und so weiter sieht. Und das ist also ein gutes Dokument. Ein ganz toller Film, ein Riesentipp. Du bist ja auch in dem Film Le Mans mit Steve McQueen. Hast du auch? Da habe ich mitgemacht, ja. Und das war ganz gut, weil konnte ich meinen ersten 911er danach kaufen, weil wir kriegten $100 am Tag. Und $100 damals war mal 6 zur D-Mark. Und du kriegtest $1000 am Wochenende, um dann nach Hause zu fahren und dann nächste Woche wiederzukommen. Also ich war 3 Wochen da, habe meinen ganzen Urlaub verbraucht, ja. Und habe aber super Geld verdient, um da meinen ersten Elfer zu kaufen. Wie war Steve McQueen? Hast du den mal erlebt? Ja, super Kerle. Und das war auch interessant, wie die den Film gemacht haben. Gut, wir standen sehr viel rum, weil wenn das Wetter nicht das war, war es halt das nicht. Und dann kam der Regenwagen und der hat die Straße nass gemacht und so weiter. Aber wie die dann so verschiedene Szenen gemacht haben, es war begeisternd, wirklich begeisternd. Und wir sahen dann abends in der Kantine, gab es dann immer den Film, was der Tag vorher gefilmt worden ist. Und die haben eine Szene haben die mit 20 Kameras gefilmt, von verschiedenen Angles und so weiter. Und war also traumhafte Erfahrung von der Filmmacherei. Gab es auch wilde Partys, wie man sich das vorstellt? Nee, weniger. Da hat es eigentlich wenig Partys gegeben, weil wir eigentlich gewartet haben viel Karten gespielt, bis wir dann aufgerufen worden sind jetzt, dass die sind bereit und dann durften wir rumfahren. Vor meiner Zeit fuhren die noch die ganze Strecke rum, aber nach dem Unfall von David Piper, wo der da seinen Fuß verloren hat, im 917 wurde das eingestellt und dann wurde nur pro Sektion noch gefahren. Der hat während der Dreharbeiten seinen Fuß verloren, die Geschichte kenne ich gar nicht. Ja. Während der Dreharbeiten ist das Auto ausgeflogen und unter Leitplanke und da hat er seinen Fuß verloren. Und die Akribie von Steve McQueen, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass der da sehr... Nee, das war ganz normal. Das war unheimlich nett, der war total normal. Der kam zu uns, begrüßte uns und aß mit uns und also war nichts hochgestapeltes oder irgend sowas. Aber er war sehr, sehr genau, was die... Ja. Und ein guter Rennfahrer. Und ein guter Rennfahrer, ja. Kommen wir nochmal zum Kundensport. Also dann bei Porsche war es, 1962 mitentwickelt hast. Ihr habt die Autos ja auch immer alle getestet. Ja gut, ich bin meistens die Autos, wenn sie fertig waren, bin ich gefahren und da gibt es eine lustige Story. Der Norbert Singer hat immer mich vorgezogen, weil jedes Auto, was ich fuhr, hat immer ein gutes Resultat gehabt.
Und da gab es dann halt auch Szenen drin, wo ich mit Krawatte im Büro saß und telefonierte. Da heißt es, oh Jürgen, komm, fahr doch mal schnell das Auto. Na gut, dann habe ich einen Helm genommen, aufgesetzt, aber Krawatte weiterhin und bin dann mit Krawatte 962 Probe gefahren für 3-4 Runden, ob das alles in Ordnung ist. Und was waren also die erfolgreichsten Kundenteams, die Autos gefahren haben? Na gut, wir hatten als wichtigstes Kundenteam natürlich der Reinhold Jöst, dann Krämer Racing, dann viele Japaner, die wir drin hatten in Amerika, Tyson und Fitzpatrick und so weiter. Also da war schon Dauer auch, und da kommt dann die lustige Story raus, dass der Dauer irgendwann die Idee hatte zu sagen, ich mache jetzt aus dem 962 ein Straßenauto und das nach den Scheichs zu verkaufen. Und das war gerade am Ende der Gruppe C, wo der Bernie Ecclestone, nachdem wir dann 7 Hersteller hatten, die in Le Mans gestartet sind, kam dann Bernie und sagte, jetzt stellen wir alles um, weg vom Benzinverbrauch, 3,5 Liter Motor, weil er brauchte Motoren für den Formel 1, die kein Hersteller mehr machte. Und dann wurde das mit Hilfe von der FIA da umgestellt. Und Resultat war, dass innerhalb von 2 Jahren die Gruppe C zu Ende ging. Weil keiner sich mehr interessiert hat, einen neuen extra Motor, einen Rennmotor zu bauen. Ne? Und weg von der Benzinverbrauch. Damit war Gruppe C zu Ende und da ist alles zusammengebrochen. So, und dann hast du gesagt, das muss eigentlich weiter eine Rennserie geben. Und dann haben wir 1994. Dann haben wir die Idee gehabt zu sagen, okay, wir sollten eigentlich unsere GT-Autos wieder promoten. Dazu gehörte natürlich auch wieder die Absprache mit den verschiedenen Ländern. Also dass du sagst, Japan, wenn du die japanischen Hersteller hinter dir hast, hilft das auch was, weil du hast Konkurrenten dann direkt. Und da hatte ich einen guten Kontakt, weil ich ja auch bei der Gruppe C, darf man nicht vergessen, hatte ich diese Organisation OSCAR gegründet. OSCAR, Organization for Sports Car Racing, oder Group C Racing. Jedenfalls habe ich damals auch die ganzen Transporte organisiert mit einem Spediteur von hier, wie wir die Autos auf der ganzen Welt gebracht haben quasi. Und das ging dann in der BBR, ging das auch weiter. Und im 2. Jahr in BBR kann ich mich gut erinnern, haben ja 54 Autos nach Suzuka transportiert. Und haben dann natürlich auch, wann war es, 94, das erste Rennen in Zhuhai gemacht, China. Das erste überhaupt internationale Rennen in China. Und wie habt ihr die dahin transportiert, mit Flugzeugen? Die sind in Flugzeugen gegangen und da hatte unser Transporteur hier, der Norbert Heinz, war das von einer Spedition hier in Stuttgart. Der hat es dann geschafft, wenn wir beim Gruppe C die Heck weggemacht haben und die Schnauze weggemacht haben, das Auto dann unter Deck im Jumbo einladen konnten, quer. Da gab es Zeiten, wo er in London oder in England die Dinger als Handgepäck deklariert hat und mit nach Kanada geschafft hat. Wahnsinn. Übrigens eine ganz, ganz tolle Serie für mich, die BPR-Serie, wo aus dem der 4 GT Cup geworden ist. Da sind so Autos mitgefahren wie McLaren F1, Porsche GT1, der fast dafür nur entwickelt wurde, ne? Ja, auf Basis von auf der BBR-Basis gab es dann den 993 GT1, der 96 dann das erste Mal in Spa fuhr. Aber dann kam jetzt schon, weil da ist genau der Punkt gewesen, dass McLaren kam rein, Porsche kam rein, Mercedes kam rein und wenn du Werke reinkommen hast, dann hast du immer Serien, die in Frage gestellt werden. Weil du als Privatperson, und wir waren BBR, war privat eine Privatkiste, kannst du das nicht mehr handhaben. Du musst also die FIA mit reinholen. Und das hat dem Bernie natürlich auch unheimlich gefallen, weil wir hatten unsere ersten Rennen, 93 oder 94 war es, live im Fernsehen. Und das war so interessant, ein Rennen, speziell in Nogaro, wo das halbe Formel-1-Fahrer vom Fernseher saß und unser Rennen angeguckt hat. Und dann kriegte ich am Montag, hatte ich eine E-Mail vom Bernie, Jürgen, du bitte komm. Und da bin ich zu ihm nach London gekommen und das Erste, was er gemacht hat, wo ich in sein Büro reinkam, gab er mir eine Handgranate und zog den Stecker raus. Und so. Um sich gleich eine bessere Verhandlung zu Genau so, ja. Aber Bernie halt. Wie war das sonst so? Das war ein netter Kerl, wir haben also viel Spaß gehabt zusammen. Aber wie gesagt, da gab es dann in der BBR dann die Revolution durch den Patrick Peter, der gerichtlich gegen die FIA vorging. Der Stefan Rattell und ich speziell konnte nicht hinter Patrick Peter gehen, weil ich war immer noch bei Porsche angestellt.
Und also musste ich mit der FIA gehen und Ratel, und das habe ich dann auch gemacht. Wir sind ja dann weiter die ganzen Jahre, habe ich die ganze Organisation von den Rennen gemacht. Und der Patrick hat dann gegen Bernie ist der angegangen, und da hat sich dann die Reform der FIA stattgefunden, auf das europäische Recht bezogen. Okay. Weil da war zum Beispiel, wo Bernie drauf gedrückt hat, Fernsehrechte nur bei ihm, und da ist Patrick dann dagegen gegangen und hat gesagt, nee, kann nicht sein, weil es gegen das europäische Recht ist, und da musste Bernie hatte dann Rosen runterlassen müssen, und da gab es dann die Reform der FIA. Hast du jetzt noch mit ihm zu tun? Oder Nee. Siehst du manchmal noch? Nee. Gar nichts mehr. Der ist ja auch zurückgezogen. Ja, ist ja auch zurückgezogen, genau. Ja, genau. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du hast das Porsche-Archiv mit aufgebaut, du hast früh angefangen, die Historie von Porsche aufzuschreiben, und da ist unter anderem die Bibel für alle Porsche-Fans entstanden. Hier, 3 Bände inzwischen, das große Buch der Porsche-Typen. Nee, gut, wir haben 77 habe ich angefangen, das große, dicke Porsche-Buch zu machen, was damals in einem Exemplar war. Was jetzt in 3 ist. Was jetzt in 3 ist. Einmal. Also das ist tatsächlich die Bibel für alle, die Das ist die Bibel bis Anfang 991 ist noch drin, wo alle Autos drin sind, inklusive Fahrgestellnummer, inklusive Motornummernkreise. Die wichtigsten Daten, die wichtigsten Änderungen der Serienjahre und so weiter. Und das habe ich angefangen in 77 mit dem Lothar Boschen zusammen, ein Freund von mir, der auch in der Presseabteilung gearbeitet hat. Und das ist einfach eine Basis. Und daraus entstanden dann natürlich weitere Bücher, wie das 9-4er-Buch, was jetzt wieder neu aufgelegt worden ist. Dann haben wir als nächstes das 9-6er-Buch, und das ist dann pro Typ detailliert in die Entwicklung eingegangen und pro Typ dann jedes Auto aufgezeigt, was wir je gebaut haben, mit Rennerfolgen und so weiter. Okay. Das ging dann weiter mit 934, 935. Eine Riesenbibel, also wo du auch jedes einzelne Auto Wo auch jedes einzelne Auto erklärt habe. Dann 936, das ist das Buch über die 5 Autos, auch mit allen Rennen, Historie und so weiter. Und dann das letzte hier, das ist der RS 3,8 und RSR. Die BBR-Autos quasi, die wir gemacht haben. Auch alle einzeln abgebildet? Auch einzeln abgebildet, alle einzelnen Rennerfolge und. So, ist ziemlich limitiert und deshalb ein bisschen hochwertiger. Und dann natürlich jetzt als letztes mein Kochbuch. Ein Kochbuch, was eigentlich gar nicht passt. Schnell essen heißt es. Und wie bist du dazu gekommen? Gut, da hat es natürlich in der ganzen meiner Laufbahn war auch in Le Mans immer die Sache, dass ich nicht nur zuständig war, ein Rennauto zu fahren, sondern auch Tickets organisieren musste für die Mechaniker, Essen für die Mechaniker organisieren musste und so weiter. Und da entstanden dann Storys draus. Und eine der Storys zum Beispiel hier in der Targa Florio ist hier drin, dass wir zum Beispiel das Thema hatten, dass die Mechaniker immer ihre Steaks, ihr Essen mitgenommen haben von Deutschland. Weil es besser war? Nee, weil sie Angst hatten, irgendwas Schlechtes zu essen. Und daraus hin habe ich dann natürlich solche Sachen gemacht wie die Spaghettis mit Seitenwürsteln, weil die Mechaniker damals die Seitenwürstel mitgenommen haben und nur Seitenwürstel gegessen haben. Und jetzt mache ich die Seitenwürstel, schneide ich in Dings, stecke die Spaghettis durch, schmeiße in den Topf für 8 Minuten und dann ist das mundgerecht fertig. Und so geht es halt weiter. Und dann auch hier, das ist hier vom Nürburgring, mal den Vergleich. Bremsscheibentemperatur zu den Steaktemperaturen. Das gefällt mir am allerbesten. Na, und so geht es mit dem ganzen Kochbuch. 24 verschiedene Speisen. Okay. Über die Welt verteilt. Safari. Hier in Afrika indisches Curry. Nicht nur Fastfood. Man hat ja immer oft so, wenn man bei Rennfahrern an Kochen denkt man immer an ölverschmierte Currywurst mit einem halben Liter Pilz im Fahrerlager. Aber du bist der Gourmet unter den Rennfahrern. Kann man vielleicht sagen, ja. Ja, genau, wahrscheinlich ist es so. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg bei deinen Buchprojekten und den ganzen anderen Aufgaben, die du dir so gesetzt hast. Und das war's für diese Woche. Fotos, Links und Infos zu Jürgen Barth und dieser Podcast-Folge gibt's auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Da halten wir euch auch immer über die neuesten Folgen auf dem Laufenden. Und in der nächsten Woche treffe ich den Rennfahrer, der weltweit die meisten Profirennen gefahren ist und auch die meisten Langstreckenrennen auf dem Buckel hat. Dieter Quester. Einer seiner wenigen Unfälle war auch einer der kuriosesten der Motorsportgeschichte. Er ist nämlich nach einem Überschlag auf dem Dach über die Ziellinie gerutscht und gewertet worden. Wie es dazu kam, erzählt er in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Donnerstag. Eine schöne Woche und bleibt am besten mit den Rädern auf der Straße.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.